So, wie angedroht, schmeißen wir uns jetzt erstmal in dieses Projekt, von dem ich euch erzählt habe. Findet ihr jetzt die letzte Version meines Remixes von Downslow. Und es sieht jetzt ja erstmal recht übersichtlich aus. Das liegt aber auch daran, dass ich hier Einzelspuren zu Gruppen gefügt habe, zusammengefügt habe. Vor allen Dingen Synthi, Bassline und Drums wären hier zu nennen. Und bevor wir uns jetzt in den nächsten Arbeitsschritt schmeißen, ich würde euch jetzt gerne gleich ein, zwei Spuren zeigen, um euch so ein paar Tipps fürs Mixing zu geben. Vielleicht ganz schnell mal so 2, 3 rudimentäre Grundregeln dazu. Das erste ist, wenn ihr zum Beispiel, was Mixen angeht, der Meinung seid, da ist ein Sound zu leise. Begeht nicht den Fehler und macht diesen extrem lauter, sondern versucht eher das Verhältnis dadurch hinzukriegen, dass ihr andere Sounds leiser macht. Wichtig ist, dass ihr hinterher mit eurem mit dem Mix, mit dem ihr hinterher fertig seid, dass ihr da so ein bisschen Platz obenrum habt. Gerade wenn ihr das als vernünftiges File, keine Ahnung, zum Beispiel 24-Bit, 96 Kilohertz bounced, dann kann immer noch jemand, der mastert, hinterher so ein bisschen was rausholen aus dem Material. Ist zumindest meine Erfahrung. Wenn ihr sehr am Limit seid und alles sehr laut ist und kurz vorm Klippen oder vielleicht sogar ein bisschen klippt, dann kann man hinterher auch nichts mehr machen. Deswegen, erste Regel, lieber leiser machen als lauter. So. Und das zweite ist Learning by Doing. Und das will ich euch jetzt vielleicht gleich schon am Beispiel eines Equalizers zeigen. Also für mich ist der Equalizer eines der wichtigsten und vor allen Dingen der besten ersten Schritte, die man machen kann, wenn es um Mixing geht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich öffne hier einfach meine Audiospur und ihr seht hier, wenn ich hier reingucke, habe ich hier unten schon 2 Plugins automatisch drin. Das ist einmal der EQ8, das ist der große Equalizer von Ableton. Und dann habe ich hier noch einen Saturator. Und der EQ8 hat schon von mir standardmäßig hier so einen Punkt, und zwar so einen sogenannten Low-Cut. Das heißt, ab einer Frequenz von 30 Hertz, also im Tieftonbereich, schneidet er alles weg. Des Weiteren habe ich das auch angelegt als High-Cut, genauso wie ich aber hier auch standardmäßig so eine Gabelung habe, um zum Beispiel ein bisschen Luft reinzukriegen, was die hohen Töne angeht. Mir fällt auf jeden Fall auf, wenn ich Workshops gebe, dass viele ein Problem im Bassbereich haben, was die Klarheit ihres Mixes angeht. Und da empfehle ich euch, arbeitet auf jeder Spur mit einem Equalizer und seht zu, dass dieser Equalizer einen Low-Cut hat oder dass ihr zumindest untenrum Frequenzen abschneidet. Denn alles so bei 30 und 40 Hertz nehmt ihr wahrscheinlich gar nicht mit euren Ohren wahr. Gleichzeitig nimmt das dem Track unglaublich viel Energie. Man glaubt das am Anfang, dass zum Beispiel eine Bassline sehr tief gehen muss, damit die möglichst subbig wird. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, dass sowas auch auf einem klitzekleinen Lautsprecher wiedergegeben werden muss, merkt ihr, ihr könnt hinterher vielleicht gar nicht so laut werden in eurem Track, weil dieser Lautsprecher sowieso die Welle gar nicht wiedergeben kann. Also das macht so noch keinen Sinn. Da gibt es einen anderen Ansatz, den will ich euch gleich nochmal erklären. Kurzum, alles wegschneiden, was nicht hörbar ist für euch. Ich zeige euch das jetzt mal einfach an so einem Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel einen Shaker. Ich stelle mal hier auf Solo und gehe mal hier auf die Spur. Da seht ihr schon, ich habe hier ziemlich krass einen Low-Cut eingestellt, aber wir gehen mal wieder zurück und gehen mal hier auf Nix und lassen das Ding mal einfach laufen. Ihr seht schon, hier in diesem Bereich, da spielt eigentlich die Musik. Hier unten passiert eigentlich lautstärkenmäßig bei den tiefen Frequenzen sowieso nichts. Das heißt, wenn ich jetzt hier langsam mal den Low-Cut einsetze, dann passiert auch mit dem Sound nichts. Der klingt genauso wie vorher. Gleichzeitig werden untenrum aber Frequenzen weggeschnitten, die ihr vielleicht nicht hört, die aber trotzdem da sind und vielleicht eine gemeinsame Schnittmenge mit anderen Instrumenten haben und denen dann ein bisschen Energie rauben. Ich mache das mal noch weiter, bis man so ein bisschen merkt, dass jetzt was losgeht. Ja, jetzt so langsam bei knapp 900 Hertz. So, wie ihr eben vielleicht gesehen habt, hatte ich den Shaker noch krasser bearbeitet. Ich mache das mal zurück. Da war ich bei 2,2 Kilohertz. Alles, was unterhalb dieses Bereichs ist, wird weggeschnitten. Die Frequenzen werden auf 0 dB abgesenkt. Und das hat folgenden Grund. Ich habe hier mal die Drumspur und ich lasse die mal laufen. Und wisst ihr was? Ich mache mal diesen ersten Point hier aus und lasse mal einfach die Drums laufen und dann hört ihr mal rein. Ja, sollten wir es auch mit der Stelle. Da. So, und jetzt. Habt ihr gemerkt, ich habe den Low-Cut wieder eingesetzt und es hat sich eigentlich soundtechnisch
kaum etwas verändert. Also das heißt, ich konnte wirklich dieses krasse Ding noch ein Stückchen weiter, noch knapp um 1000 Kilohertz weiterschieben. Im Mix fällt das eigentlich gar nicht auf. Das ist auch das Geheimnis. Schneidet die Dinger einmal solo und dann hört euch die, ich sage jetzt mal in den einzelnen Gruppen an. Ich habe mal irgendwann das Wort gehört und das finde ich eigentlich ganz geil. Soundinformation. Welche Information des Sounds soll euer Ohr erreichen? In diesem Fall bei dem Shaker ist mir also alles, was so obenrum passiert, total wichtig. Das untenrum, das kommt sowieso im Gesamtmix mit dem Drum Loop und was habe ich da noch? So ein Fingersnap und ein Clap. Das kommt da gar nicht durch als Information. Deswegen kann es auch weg. Platz machen. Alles, was man nicht braucht, muss weg. Wird abgeschnitten und weggesäbelt. Das ist zumindest meine Philosophie und so kriege ich meine Mixe ein bisschen besser unter Kontrolle, zumindest viel besser als früher. Aber Musik machen ist ein Prozess, das heißt auch nicht, dass ich 100%ig bin. Das ist nur ein Ansatz, den ich euch mitgeben kann, wie ich besser fahre als noch vor einigen Jahren. Im Übrigen, diesen Low-Cut, den setze ich auch, ich hatte es eben, glaube ich, auch schon mal erwähnt, zum Beispiel auch sowas wie dieser Subkick. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe so eine tiefe, fiese 808 Subkick noch eingebaut. Da haben wir sie. Da will ich euch auch kurz was zeigen. Ihr seht hier, die ist jetzt abgeschnitten bei 30 Hertz. Die könnte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen krasser abschneiden. Hat mir jetzt erstmal gereicht. Auch hier ist es so, wenn ich die jetzt solo laufen lasse. So klingt sie vorher. Und so klingt sie mit. Das Knacken liegt jetzt leider so ein bisschen an der CPU hier oben, da ich hier aufnehme und erkläre. Das mag mein Rechner gerade nicht mit all den vielen Plugins, die in diesem Programm sind. Als nächstes wichtiges Tool, wenn ihr mixt, ist der Saturator. Wie gesagt, auch den habe ich standardmäßig auf jeder Spur. Vielleicht auch ganz kurz, wenn ihr euch fragt, wie standardmäßig. Standardmäßig bedeutet, falls ihr das selber auch mal für zu Hause für euch machen wollt, wenn ihr Ableton habt, ihr zieht euch die Plugins oder die Plugin-Kette hier unten rein und baut euch die so zusammen. Ich habe, wie gesagt, hier diese Points eingestellt, dass automatisch klar ist, okay, so macht sich das Ding auf. Der ist bei 0 in der Regel. Und dann gibt es die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier rechts draufklicke, als Standard-Audiospur sichern. Wenn ich hier draufklicke, bedeutet das, dass diese beiden Plugins jedes Mal aufgemacht werden oder der Spur automatisch hinzugefügt werden, wenn ich eine neue Spur eröffne. Aber nochmal zurück zu unserer Subkick. Ich möchte euch hier nämlich noch eine zweite Sache zeigen, die ich ziemlich faszinierend finde. Ich habe hier diesen der Capacity, kein Mensch spricht den richtig aus, von Soundtoys, den Saturator. Soundtoys ist wiederum aber ein Plugin, das man bezahlen muss. Ich mache den mal aus und lasse mal den Sound ohne laufen und ihr werdet wahrscheinlich erschrocken sein. Und achtet vor allen Dingen mal hier auf den zweiten Equalizer, den ich nur für euch in diese Spur getan habe, was die Frequenzen angeht. So, jetzt lasse ich den mal mitlaufen und achtet mal hier auf diesen höheren Bereich. Wie gesagt, lasst euch jetzt nicht vom Knacken abhängen. Das liegt einfach hier an diesem schollen CPU-Warn-Moped. Aber ihr habt ganz eindeutig gesehen, hier hat sich frequenzmäßig was getan. Und zwar die Transienten in den höheren Frequenzbereichen wurden so ein bisschen betont. Und gleichzeitig macht das unglaublich viel aus, wenn ihr genau so einen Sound auf eurem Handy hören wollt, auf so einem klitzekleinen Lautsprecher, der einfach auch große, tiefe Basswellen nicht wiedergeben kann, ist das ein akustischer Trick und gleichzeitig aber auch etwas, was, ja, wie soll ich das sagen, unglaublich Spaß macht. Benutzt mal so eine Sättigung, wie gesagt, auf Kicks, auf Snares. Nutzt das einfach mal auf den unterschiedlichsten Sounds, auf euren Synthi-Sounds, whatsoever. Ist für mich etwas, was ich eher nutze als ein Kompressor. Und wie gesagt, in Kombination mit, ich schneide unten rum das weg, was Energie nimmt, sorgt das bei mir dafür, dass ich insgesamt meine Tracks schon ein bisschen lauter bekommen habe als früher. Probiert es mal aus. Der Saturator. Im Übrigen, das wie gesagt ist jetzt hier ein Plugin. Ihr könnt auch mal, ich gebe das mal hier oben ein. Wo haben wir ihn? Da ist er. Ihr habt hier jetzt verschiedene Einstellungen auch noch vom Saturator. Jetzt nur mal so als Beispiel. Hier habt ihr auch einen 808 Saturator, der so ein bisschen hier den Job übernehmen soll, den das andere Plugin schon hervorragend löst. Leider habe ich den jetzt nicht so hingekriegt, dass er richtig, richtig, richtig laut wird. Ich lasse das mal wieder laufen. Erstmal wieder im Original. Jetzt mit dem. Ihr merkt schon, da hat sich schon was getan, aber ist nicht laut genug. Da gibt es aber auch ein Tool für. Und zwar mein absolutes Lieblingstool in Ableton. Mit ganz lieben Grüßen raus an Baronski im Übrigen, der mich daran
darauf gebracht hat. Das Utility. So, da haben wir es. Zack. Und da schmeißen wir den doch einfach mal Standard hier drauf. Und können ganz bequem um mehrere dB den Kanal lauter ziehen. Und haben Spaß. So, das Utility ist aber noch für mehrere Sachen gut. Ihr seht hier ein weiteres Utility, das ich eingestellt habe. Bass Mono 70 Hertz heißt das Moped. Im Endeffekt ist das hier dieser Schalter, der ist total wichtig. Bedeutet, dass ab einer Frequenz von 70 Hertz der Sound auf diesem Kanal Mono läuft. Das heißt, wenn ich eine Stereospur habe, ist alles obenrum breiter und läuft als Stereo raus und alles untenrum wird verengt auf Mono in die Mitte. Gerade im Bassbereich macht das durchaus Sinn. Bass könnt ihr sowieso räumlich kaum oder nur sehr schwer orten. Den könnt ihr aber ruhig in die Mitte zentrieren, das macht nichts. Wenn ihr jetzt noch anfangt und ihr habt zum Beispiel einen Synthi, der auch obenrum Obertöne hat und legt dann Hall rauf und das spielt dann auch noch im unteren Bereich mit, dann habt ihr ganz schnell wieder alles so ein bisschen zugemüllt. Und da macht so ein Bass-Mono-Utility-Tool doch wirklich ganz neue Welten auf. Checkt das mal. Diese 70 Hertz sind nicht in Stein gemeißelt. Auch das ist so eine Zahl, die probiert man. Glaubt euren Ohren. Learning by doing bedeutet, dass ihr das wirklich oft macht und irgendwann habt ihr so ein Gefühl dafür, vor allen Dingen, wie es euch gefällt. Denn nochmal, wie eingangs erwähnt, Mixing ist kein Standardsport, den man nach bestimmten Regeln durchziehen kann. Es hilft, solche Tools an der Hand zu haben, aber so wie es hinterher klingen soll, das hat auch was mit dem zu tun, was ihr gerne möchtet. Es ist so ein bisschen ein Stein zu bearbeiten. Die Figur, die hinterher rauskommt, die hat ein bisschen was mit eurem Geschick zu tun, aber wenn ihr kein Werkzeug am Start habt, wird es echt schwer. Ne? Also Utility habt ihr euch gemerkt, Equalizer habt ihr euch gemerkt, 808, Saturator, Echo 8, Utility. Ein ganz wichtiges Tool noch. Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir mit einem EQ arbeiten, vielleicht dazu, weswegen ich das auch so toll finde. Generell solltet ihr euch überlegen, wenn ihr euren Mix zusammenstellt, was habe ich denn da überhaupt für Instrumente? Haben diese Instrumente Schnittmengen, was bestimmte Frequenzen angeht? Beliebtes Beispiel, finde ich, ist, ihr habt einen starken Gesangspart und ihr habt eine Leadgitarre und die sollen gleichzeitig spielen, aber ihr merkt, dass das irgendwie wird die Sprachverständlichkeit ein bisschen schwierig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die beiden sich bestimmte Frequenzen teilen, also dass die beide eine Schnittmenge haben. Jetzt könnt ihr zum Beispiel mit einem Low und einem High Cut dafür sorgen, dass diese Schnittmenge von diesen beiden Spuren ein bisschen getrennt werden. Ihr werdet merken, dass die Sprache eindeutig verständlicher ist. Das könnt ihr mal mit allen möglichen Instrumenten durchgehen und schauen, hey, welches Instrument ist mir denn eigentlich in welcher Frequenz wichtig? Oder andersrum gesagt, merke ich vielleicht, Mist, ich habe hier sehr viele, die im gleichen Frequenzbereich laufen, dann muss ich mir was grundsätzlich anderes einfallen lassen. Nur mal so als kleine Tipps, was man dann zum Beispiel machen kann. Wir waren jetzt eben bei der Gitarre und dem Gesang. Da könntet ihr zum Beispiel auch mit dem Panorama arbeiten und die Gitarre ein bisschen mehr nach rechts schieben und den Gesang ein bisschen mehr nach links. Kleine Erinnerung, wenn ihr ein Live-Konzert habt und ihr schaut euch irgendwie den Gitarristen mit seinem Amp auf der Bühne an, der steht ein bisschen mehr rechts und der Sänger steht ein bisschen mehr links. Macht die Augen zu, genauso funktioniert Mixen. Die nächste Sache, die ihr machen könnt, ist zum Beispiel, das ist so ein klassisches Phänomen, das man ganz gerne einsetzt, wenn es zum Beispiel um Subbässe oder um Tiefbassgeschichten geht, versus zum Beispiel Kicks von Drum Loops. Das kann ich euch hier auch an diesem Beispiel einmal zeigen. Wir gehen mal hier in das Drum Loop. Vielleicht erinnert ihr euch auch dran, dass ich das schon mal gespielt habe. So, auch hier werdet ihr sehen, da habe ich ein bisschen was abgeschnitten. Da habe ich auch ordentlich Höhen reingesetzt, sehe ich gerade. Trotzdem, wenn ich hier einen Low-Cut bei knapp 56 Hertz habe, das spielt auch hier in den Subkick-Bereich rein. Also die beiden tippeln zur gleichen Zeit. Jetzt machen wir mal Folgendes. Vielleicht habt ihr das hier schon gesehen. Ich habe hier einen Sidechain-Kompressor eingestellt auf der Drum-Loop-Spur. Den mache ich mal einfach mal aus. Und jetzt lasse ich mal die Kick und Subkick und Drum Loop gemeinsam laufen. Ich hoffe, die CPU erlaubt uns das jetzt halbwegs knackserfrei. Okay, merkt euch das so ein bisschen und jetzt setzen wir das Sidechaining nochmal ein. Ich glaube, wenn ihr das zumindest mit Kopfhörern hier hört, wird es relativ deutlich.
Was hier passiert ist, es ist ein ganz normaler Kompressor, der aber die Möglichkeit hat, hier Sidechain anzuklicken. Der braucht ein Triggersignal. Das heißt, in dem Moment, in dem jetzt hier die Subkick spielt, ich hätte jetzt auch ein anderes Signal nehmen können, aber in dem Fall möchte ich ja, dass wenn die Kick kommt, die Subkick hier, dass die ein bisschen mehr Platz bekommt, dass man sie hörbar mitbekommt. Und parallel läuft hierzu auch die Kick, wie ihr hier seht, aus dem Drumloop. Die muss natürlich dann leiser sein und in dem Moment, in dem jetzt die Subkick kommt, wird die runtergedrückt. Also die Kick aus dem Drumloop. Auf einmal ist die Subkick deutlicher zu hören. Und das nur, weil die Original-Kick aus dem Drumloop, die zur gleichen Zeit abgespielt wird, eben abgesenkt wird von der Lautstärke. Das wäre jetzt eine weitere Möglichkeit, wie wir versuchen, den Frequenzen ein bisschen Platz zu schaffen. Distortion haben wir, Queuing haben wir, Kompression, wie gesagt, übertreib's nicht. Benutze ich gerne eher als Sound-Tool. Sidechain-Kompression wiederum als Unterstützung für den Mix, ganz klar. Kommen wir eigentlich zum letzten Thema. Und das wird ganz oft in einem Atemzug im Mixing genannt, Mastering. Das kann man selber machen. Es gibt mittlerweile auch Tools, mit denen das geht, Plugins, für die man vielleicht auch ein bisschen Geld bezahlt, von namhaften Herstellern. Das funktioniert auch schon ganz, ganz cool, genauso wie es Internetseiten gibt, wo man die Sachen gegen Geld auch hochladen kann. Ich persönlich mache es nicht. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich einen ordentlichen Mix habe und auch einen Mix habe, der möglichst laut wird. Das heißt, wie gesagt, ich schneide erstmal weg, was mir Lautstärke hinterher vielleicht in der Summe nimmt und normalisiere dann den Track vielleicht noch. Dann gebe ich das Ding weg zum Mastern. Das Ziel dieses Masterns ist vielmehr, dass Downloadportale wie Spotify, wenn die einen Track kriegen, der zu leise ist, wenn die Tracks kriegen, die zu leise sind, dann ziehen die automatisch hoch. Und damit verändert sich aber auch das, was ihr mit eurem Mix eigentlich vorhattet. Genauso, wenn der Track viel zu krass und zu hart, zu laut war, dann wird er runtergezogen. Auch das verändert es wieder. Und ich freue mich, dass ich da zumindest in meinem Bekanntenkreis ein paar Leute habe, die sich darauf spezialisiert haben und die auch Bescheid wissen, was sie für welches Portal irgendwie machen müssen. Oder wenn ich Sachen für Vinyl zum Beispiel vorbereite, da ist es ganz wichtig, dass die Nadel nicht aus der Rille schwingt. Und da gibt es einfach auch so ein paar Frequenzen, die einfach nicht vorkommen dürfen. Die müssen einfach weggeschnitten werden. Und das jetzt mal recht vereinfacht zum Mastering als Grundgedanke gezählt. Ich glaube, wenn ihr euch nicht safe seid, was Mastering angeht, klar könnt ihr auf so eine Internetseite gehen und hinterher euren Mix da hochladen. Und wenn ihr ihn akustisch auch wiedererkennt, benutzt das und macht das. Cool, auf jeden Fall. Ansonsten legt echt Wert auf einen guten Mix. So, wenn das funktioniert, dann kriegt jeder eure Idee mit. Und wenn der Sound dann ein bisschen leiser ist als der von eurem Konkurrenten, in Anführungszeichen, ja, dann ist das so. Dann wird man aber deswegen, glaube ich, keinen krassen Punktabzug bei euch machen. Denn Mastering, wie gesagt, das kann man schön auslagern. Und da ist ja dann noch kein Hopfen und Malz verloren. Hört verdammt viel in Tracks rein, als Referenzen versucht, da nahe zu kommen, Verhältnisse zwischen Drums und anderen Elementen in eurem Song, dass sie dem Genre entsprechend halt passen oder zumindest dem Bild im Kopf, was ihr gerne hättet. Übung, Übung, Übung macht eben den Meister. Ich würde sagen, ihr seid jetzt reif. Ihr könnt loslegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Rock'n'Roll.